Guten Morgen, es ist Dienstag, der zweite Tag in der Woche und ich bin heute hochmotiviert. Ich habe ja meine Periode bekommen und ich war ja gestern so total gut drauf und dachte, jetzt geht wieder alles gut und habe dabei total vergessen, dass eigentlich der zweite Tag bei mir der härteste Tag meiner Periode ist. Da habe ich immer relativ viele Krämpfe, was nicht so dramatisch ist, aber so ein Zuckerschlecken ist es jetzt auch nicht. Das habe ich jetzt gerade, ich habe jetzt gerade Krämpfe, aber ich mache heute auf jeden Fall Sport und das wird es dann auflösen. Es gibt keine andere Möglichkeit, als Sport zu machen. Ich mache heute Sport. Ich möchte die 5-mal voll bekommen und das sage ich jetzt auch quasi zu mir, damit ich auch Sport mache, damit ich weiß, ich will wirklich Sport machen, ich mache Sport. Aber es ist auch für mich jetzt so eine Motivation, dass ich mich daran halte. Deswegen betone ich das nochmal, dass ich heute Sport mache. Ich befinde mich jetzt kurz vor meinem Frühstück und ich habe natürlich wieder einen riesengroßen Hunger. Es ist nämlich jetzt sehr spät, wir haben 15:41 Uhr und ich habe es vorher nicht gebacken bekommen, weil ich einfach an so vielen Sachen dran saß. Und jetzt kann ich es nicht weiter rauszögern. Ich werde aber wahrscheinlich gleich mir noch einen Shake irgendwann heute Nachmittag nehmen, aber einfach nur mit Wasser und Eiweißpulver, damit ich eiweißmäßig ein bisschen hochkomme. Da ich mich ja jetzt am Anfang meines Zyklus befinde, kann ich mich jetzt auch wieder besser an meine Kalorien halten. Ich habe heute direkt wieder meine Kalorien-App gestartet und habe alles getrackt. Ich bin super happy damit. Ich war ja letzte Woche oder vorletzte Woche war ich so kurz vorm Aufgeben mit dem Ganzen. Also ich hätte mich fast komplett fallen gelassen und gesagt, komm, jetzt ist eh egal, jetzt so isst du einfach vor dich hin, so ungefähr. Was natürlich auch ein bisschen an meinem Zyklus lag. Aber ich bin jetzt umso froher, dass ich mich nicht komplett fallen lassen habe, weil ich jetzt wieder hochmotiviert bin, einfach weiterzumachen. Mein Problem war ja immer, dass ich von vorne angefangen habe. Ich mache nur noch weiter. Ich befinde mich jetzt glücklicherweise vor meinem Frühstück und ich werde das total genießen. Wenn ich danach nicht satt sein werde, werde ich mir den Shake einfach direkt hinterher trinken. Ja. Aber erstmal muss ich es essen, um festzustellen, ob ich satt werde. Ich habe kurz überlegt heute, ob ich mir Haferflocken mache, aber dann hatte ich keine Zeit dazu. Deswegen gibt es das hier. Hier vorne ist einmal ein Apfel für mich. Das ist Elster von der Sorte her und ich mag den ja momentan total gerne. Dann habe ich hier 3 Schwarzbrote. Hier in der Mitte 2 mit Eiern. Das Eiweiß, das habe ich hier noch mit, das übrige Schüssige habe ich hier noch mit in die Mitte gelegt. Das mag ich nicht so gerne, das esse ich am Anfang ganz schnell. Und dann habe ich hier ein Schwarzbrot mit Butter belegt, also nur mit Butter. Ich glaube, ich werde es noch nicht mal salzen. Ich habe unter den Eiern auch Butter. Also ungefähr habe ich auf den Broten insgesamt 17 Gramm Butter. Und dann gibt es für mich noch, weil ich den so gerne mag, hier einen Käse. Den esse ich dann ganz zum Schluss. Das ist für mich mein Highlight. Ich hole mir den auch immer ganz gerne, weil der oft schon so vorportioniert ist und den kann man sich einfach dann so zack rausnehmen. Ich hole den mir aber auch unvorportioniert gerne. Das ist jetzt mein Frühstück. Das werde ich jetzt gleich genießen. Ob ich einen Shake gegessen habe oder nicht, das erfahrt ihr später. Es gibt jetzt Abendessen. Ich freue mich richtig drauf. Für mich gibt es heute Froster und es ist nicht mal vegetarisch. Ich habe heute einen Großeinkauf gemacht, was das angeht. Und es war mir heute egal, dass es gab keine vegetarischen Varianten da, wo ich sie geholt habe. Deswegen habe ich halt Fleischvarianten geholt und ich mag sie auch total gerne. Für mich gibt es heute das Nasi Goreng, das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gegessen. So sieht es noch vor der Zubereitung aus und ich freue mich drauf, das jetzt gleich zuzubereiten. Ich weiß noch nicht, ob ich da irgendwelche Special-Gewürze reintue oder ob ich es einfach so genieße. Ich denke mal, ich mache es auf jeden Fall ein bisschen scharf und vielleicht tue ich ja noch, ja, ich tue definitiv noch Knoblauch rein, weil ich tue immer Knoblauch rein. Und dann gibt es für mich hier noch on top 350 Gramm Brokkoli. Ich freue mich tierisch drauf. Irgendwie ist momentan Brokkoli-Flaute und ich habe 2,5 Kilo davon geholt. Also wir sind jetzt erstmal versorgt und ich freue mich jetzt drauf, das zuzubereiten, weil ich habe einen riesengroßen Hunger und ich brauche jetzt etwas zu essen. Ich werde das jetzt auch ganz, ganz schnell zubereiten, weil mein Abendessen ist fertig und mir fällt jetzt gerade erst auf, wie grün das aussieht. Also auch in echt. Das sieht total super aus. Ich bin total begeistert von meinem Abendessen. Ich habe ordentlich Chili reingemacht, also gemahlenes Chili. Und ich habe mir Knoblauch noch mit reingetan und ganz viel Telly Cherry Pfeffer. Den mag ich total gerne. Ich habe den schon Ewigkeiten nicht mehr pur gegessen. Und deswegen habe ich mir ordentlich Telly Cherry Pfeffer mit reingemacht. Und ich habe mir jetzt hinterher noch 10 Gramm Olivenöl mit drauf getan. Die hatte ich noch übrig, also die Kalorien. Ich mache ja so eine Mischung aus Kalorienzählen und intuitivem Essen. Heute
Heute ist auf jeden Fall ein Kalorienzähltag. Ich befinde mich ja auch am Anfang meines Zyklus und da fällt mir Tracken immer besonders leicht und ich freue mich jetzt drauf, das einfach zu genießen, weil ich einen riesengroßen Hunger habe. Ich merke, ich brauche momentan so mehr Struktur oder so Routinen und deswegen passt mir das jetzt sehr gut mit den Froster-Gerichten. Die helfen mir irgendwie immer in der Spur zu bleiben, weil ich oft dann einfach keine Lust habe zu kochen, wenn ich nach Hause komme und das kann ich mir zack rausnehmen, ohne drüber nachzudenken, vielleicht doch zu bestellen. Ich bestelle ja auch trotzdem noch oft genug, aber es ist auf jeden Fall eine schnelle Sache, die ich super gut tracken kann und mit der ich sehr gut zurechtkomme. Ja, und jetzt werde ich mein Essen genießen. Mein Abendessen hat mir heute richtig gut geschmeckt. Also es war genau das Richtige und es war so lecker. Ich werde das definitiv jetzt demnächst mal öfter machen. Dieses Nasi Goreng ist so mit eins meiner Highlights. Das schmeckt wirklich nach Nasi Goreng. Ich habe früher als Kind immer, wenn ich mit meinen Eltern zum Chinesen essen gegangen bin, immer Nasi Goreng gegessen. Immer. Und es hat wirklich gut geschmeckt. Abendessen, check. Und es hat mir vor allen Dingen auch geholfen, dass ich in meiner Struktur drin bleibe. Das unterstützt mich jetzt im Moment. Ich bin jetzt gerade so auf dem Trip, dass ich denke, okay, du kommst jetzt nicht rein. Aber letztes Jahr, da warst du so gut drin. Und da lief das alles so. Du hast trotzdem alles gegessen, was du wolltest. Du hast genossen ohne Ende. Und da warst du so gut drin. Was hast du da gemacht? Und unter anderem habe ich ganz viel gefrostet. Und deswegen habe ich mir jetzt ordentlich TK-Gerichte besorgt. Und ich habe auch was weiß ich, Süßes gegessen und sonst was und habe das alles so getrackt. Und jetzt sowieso in der Weihnachtszeit, da gibt es ja Adventskalender, die tracke ich nicht. Die sind on top. Und ich habe jetzt einfach nur überlegt, was habe ich letztes Jahr gemacht und wiederhole das jetzt, weil ich bin da letztes Jahr gut mitgefahren. Ich bin da sehr gut mitgefahren und da bin ich gerade wieder auf dem Weg rein. Ich habe Sport gemacht, ich habe es durchgezogen, ich habe mein erstes Training in dieser Woche erledigt und ich hatte wirklich null Bock ranzugehen. Ich frage mich, also ich habe so eine Phase gehabt, in der hatte ich total Bock, Sport zu machen. Und jetzt im Moment habe ich wieder so eine Phase, wo es so ein schwerer Angang ist. Aber umso stolzer bin ich hinterher. Ich bin wirklich stolz, dass ich es durchgezogen habe, weil ich einfach keinen Bock hatte. Es fällt mir dann so schwer, mich dazu zu motivieren. Es ist mir aber mit das Wichtigste. Letztes Jahr war es für mich total wichtig, dass ich das schaffe, meinen Tracken umzusetzen und meine Schritte quasi so in Bewegung zu setzen. Mein Schritteziel, da habe ich ja, glaube ich, mit 3000 angefangen, bin ich relativ schnell auf 4000 hoch und ich habe es bewusst auch niedrig gesteckt, weil ich in all meinen Diäten, egal was ich gemacht habe, eine Ernährungsumstellung und wenn ich Sport mit dabei gemacht habe oder meine Schritte, ich habe meine Ziele zu hoch gesteckt. Ich habe die viel zu hoch gesteckt und ich habe die viel zu früh nach oben gesteckt. Und deswegen habe ich mich dann einfach darauf konzentriert, dass ich immer nur ein Ziel so richtig verfolge. Und letztes Jahr war das quasi so, dass ich in meine Schritte als Routine reinkomme, dass das so grundsätzlich läuft. Das tut's ja auch jetzt. Als Allerwichtigstes war es für mich, dass ich meine Ernährung so regulär umsetze, dass ich mein Gewicht damit halten kann, dass ich zufrieden damit bin, dass ich ein bisschen abnehme, dass ich mein Tracken umsetzen kann, aber auch meine intuitive Ernährung. Und jetzt dieses Jahr oder jetzt ist es für mich am wichtigsten, dass ich in den Sport so reinkomme, dass er für mich eine Routine wird. Und das ist es noch nicht. Also ich werde jetzt auch kein weiteres Ziel dazu nehmen. Ich mache einfach nur meinen Sport und deswegen ist es für mich jetzt so wichtig, dass ich meine 5 Trainings umsetze, auch wenn ich keinen Bock habe. Also dass ich meine Befindlichkeiten, ob ich da jetzt Lust zu habe oder nicht, dass ich da hinkomme, dass ich die komplett ausblende, weil ich es einfach tue. Weil es für mich auch so wichtig ist, dass ich diesen Sport jetzt mache, weil ich auf lange Sicht einfach mein Gewicht im Griff haben will oder einfach meine Adipositas. Es ist ja eine chronische Krankheit und ich will mit der genauso gut umgehen wie mit meinem allergischen Asthma, dass ich einfach keine Symptome mehr habe, dass ich einfach das für mich so geregelt habe. Deswegen ist für mich so wichtig, diesen Sport umzusetzen, weil der einfach mir ein bisschen mehr Muskelmasse schenkt. Und deswegen habe ich heute Sport gemacht. Da bin ich total happy, dass ich es durchgezogen habe. Ich bin richtig stolz auf mich. Ich musste duschen nach dem Sport. Ich hatte auch da eigentlich keinen Bock, unter die Dusche zu steigen. Ich war aber zu sehr durchgeschwitzt. Ich konnte mich nicht davor drücken. Ich habe auch kalt geduscht. Ich habe es durchgezogen. Ich habe eine Runde kalt geduscht. 5 Minuten, 15 Sekunden war es, glaube ich. Und der frische Kick hinterher, der stellt mich dann so zufrieden. Ich habe dann das Gefühl, ich habe irgendwie so kurz meditiert und das hat mir so gut getan. Und ich bin so happy. Dadurch, dass ich jetzt 5-mal Sport mache, komme ich auch auf meinen 5-mal die Woche kalt duschen. Das ist so 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber noch habe ich
die 5-mal kalt duschen nicht voll. Ich habe meine Schritte voll. Ich bin jetzt wieder beim Schritteziel von 4 Tagen und ich bin wirklich dankbar. Ich war ein bisschen demotiviert, als ich am Wochenende mein Schritteziel vergessen habe, als ich es einfach nicht voll gemacht habe. Ja, jetzt bin ich aber wieder zufrieden, dass ich es geschafft habe. Ich weiß, irgendwann komme ich wieder auf die 30 Tage. Das geht dann doch schneller, als man denkt. Nur wenn man dann da die ganze Zeit so auf der Jagd ist und dann passiert irgendwie sowas, dass man es vergisst, dann nervt das einen schon. Aber früher hat mich das total genervt. Jetzt bin ich aber wieder happy. Ich bin bei 4 Tagen. Das heißt, ich brauche noch 6 Tage, um 10 Tage zu erreichen. Dann kann ich wieder groß denken und sagen, ich freue mich schon auf die 30 Tage. Nein, aber für mich ist einfach wichtig, dass grundsätzlich meine Basisbewegung passt. Was ich total krass finde, ich fühle mich heute seit langem mal wieder richtig entspannt. Es war jetzt so anstrengend in mir drin, die letzte Zeit, aber ich mache auch so meine innere Arbeit. Ich rede mir gut zu. Ich trainiere mich gerade darin, nicht schlecht von mir zu denken, nett mit mir umzugehen, sage ich jetzt mal, und keine negativen Gedanken über mich selber zuzulassen. Und das ist so schwer. Das ist wirklich so schwer und es ist so krass, was man für feste Denkmuster über sich selber so raushaut, sage ich jetzt mal, sich selbst gegenüber. Und in den letzten Tagen, also so in der letzten Woche, funktioniert das wirklich gut mit dem positiv über mich denken oder mit dem positiv mit mir selber reden. Und sobald ich etwas Negatives denke, bremse ich mich da aus und das tut mir echt gut. Das bringt mir wirklich so eine Entspannung und es ist auch krass, wie schlecht man mit sich selber oft so in Gedanken umgeht. Wenn man dann so drauf achtet, ist das echt krass, wie schlecht man manchmal mit sich umgeht. Und ich will nicht mehr schlecht mit mir umgehen. Ich will gut zu mir sein und das ist momentan für mich wirklich eine Herausforderung, das auch in die Tat umzusetzen. Aber es bringt mir richtig viel Entspannung. Ich bin jetzt hundemüde. Ich werde jetzt einfach nur in mein Bett huschen, mich hinlegen, genießen, dass ich Sport gemacht habe, dass ich meine Schritte erreicht habe, dass ich in der Entspannung bin und ich werde richtig gut schlafen. Ich hoffe, ich werde schnell einschlafen und ich habe nicht mehr so viel Kopfkino. Also bei mir geht es nämlich vorm Einschlafen nochmal richtig los. Ich liege im Bett und denke, boah, jetzt schläfst du. Und dann fange ich an zu denken und ich komme vom Hölzchen aufs Stöckchen in meinem Kopf. Und ich habe die Hoffnung, dass das heute nicht so ist, weil ich mich schon ein bisschen gefühlsmäßig ausgenockt habe mit dem Sport. Ich husche jetzt ins Bett. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.